Wir sind in Prag und nehmen euch heute mit auf den Lunapark /Kirmes. Aber haben wir immer schon so gemacht, ist halt kein Argument. Ja, dieses Ding, das ist oh Gott! Oh, das ist ein Multi-Launch-Coaster. Man weiß auch nicht, ist das Nebel oder sind das diese Reibräder, die gerade in Flammen aufgehen? Ach der TGV ICE. Konrad Partykeller Starterpaket gekauft. Wenn du hier lang gehst, musst du aufpassen, dass du nicht im Fahrgeschäft rennst. Multi-Launch-Coaster ist Multi-Launch-Coaster. Das geht doch so nicht. Das müssen wir testen. Nein. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Bright Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Prag und nehmen euch heute mit auf den Lunapark /Kirmes, wo es für uns 3 Achterbahnen zu fahren gibt. Vor kurzem gab es insgesamt 4 Achterbahnen zu fahren, die wir hätten nicht fahren müssen, die inzwischen auch weg ist. Vor 2 Tagen sind nämlich einige niederländische Schausteller abgereist. Das Ding geht ja auch, keine Ahnung, 2 Monate. Wir haben jetzt gerade hier geparkt. Das ist direkt ein Parkplatz hier vor. Keine Ahnung, wozu der gehört. Kein Katerbanker, logischerweise. Aber ein bisschen verhandeln und ein bisschen Aufpreis kann man mit Euro bezahlen. Sein Verhandeln oder unser Verhandeln, seine Preisvorstellung und seine Gebühren, die er dann aufschlägt auf Euro, weil wir sind gerade erst angekommen. Es soll irgendwo auch die Möglichkeit geben, Geld abzuheben. Nee, man kann mit Karte zahlen. Hast du gesagt? Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. So, haben wir aber noch nicht, weil wir ja nirgendwo hinkommen. Also unterm Strich haben wir jetzt genau das bezahlt, was man bezahlen muss, weil er wollte 3 Euro für eine Stunde. Stunde kostet umgerechnet, glaube ich, 2,50, was du gesagt hast. Und wir haben jetzt 5 Euro für 2 Stunden bezahlt. Also er wollte uns über den Tisch ziehen und hat jetzt genau das bekommen, was er auch sonst haben will. Ja, eigentlich haben wir sogar mehr, weil wir haben ja auch 50 tschechische Mikrokronen. Ja, einfach nur Kronen. Ja, gut, bei den Zahlen. Wir gehen da jetzt mal hin. Unser Besuch verzögert sich jetzt ein wenig, denn ihr müsst ein Eintrittsticket für den ganzen Kram haben. Das sind 30 Kronen, aber wir haben zum einen nur 50, weil wir ja gerade unseren Deal gemacht haben. Zum anderen sagt er, dass aber kein Bankomat auf dem Platz ist. Den brauchen wir aber. Auf jeden Fall brauchen wir einen. Und jetzt müssen wir mal hier die Steps hoch und die 4. Straße rein. Wenn ich das richtig übersetzt habe. So, wir sind jetzt ja auf dem Weg zu einem Geldautomaten. Hier ist einfach eine random Kirmes nochmal unterwegs. Mit einem Riesenrad, einem Kinderriesenrad, 4D-Simulator, einem kleinen Trailer, wo so ein Funhaus drin ist. Wir müssen, glaube ich, da lang, oder? Ja. Gut. Ja, das sieht ja ein bisschen kleiner hier aus. Also es ist kleiner. Das sieht aber so aus, als ob jetzt hier nicht vielleicht ein mobiler Geldautomat stehen könnte. Das war so meine Hoffnung noch. Ist der von Art Attack mit weißem Bastelkleber gebaut, der 4D-Simulator? Ja, crazy. Dann noch ein bisschen Dreingeschäfte. Balloon Race, Autoscooter, Kinderkarussell komplett hier in der Luft. $60 tschechische Kronen sind ungefähr 2,50 oder sowas für uns beide zusammen. Ich weiß, dass ich da von vielen verflucht werde. Ich finde eingezäunt mit Eintritt besser bei Kirmes. Ich weiß, dass das viele nicht mögen und Tradition und bla und blub. Ja, aber haben wir immer schon so gemacht, ist halt kein Argument. Doch, das ist das Argument für Tradition. Ja, Tradition ist einfach ein schöneres Wort, wie das haben wir schon immer so gemacht. Wenn irgendwas nicht so cool ist. Niemand hat das hinterfragt. Ja, hätte es aber machen sollen. Ist so, das war so. Ja, so, wir gehen jetzt mal wieder. Also, wir treffen ja auch alle Stops gerade wieder an Leuten, die gesagt haben so, ja, geh dir mal ein Ticket holen, ja, geh dir mal Bargeld holen. Ist ja okay. So, Apollo 13 ist das, ich weiß nicht, ob der hier in Verkauf wurde, an wen der verkauft wurde, ich weiß nicht, Wort verkauft. Breakdance, Dingensfleischer. So, wir haben auch direkt hier vorne schon die erste Achterbahn. Ne, ist kein Powered Coaster. Nee, oder? Nee, das auf der Strecke ist auf jeden Fall ein Reibrad. Aber das Ding hat kein... Wir gucken mal.
Ja gut, du musst aber erstmal eine Universal-Achterbahn fahren. So, wie ist das hier? Ach, Kasse ist echt oben. 100 Kronen die Fracht. Oh, das ist aber stabil. Ja, das ist, ja, ist preisstabil. Sind das dann, was ist das dann? 4 Euro. Auch wenn das eine oder andere nicht hören will, taktisch ist das so. Das Ding macht mich fertig. Da haut das einen voll um die Ecke und diese Ketten angetrieben, oh, das ist so eng auch. Reibräder, das ist doch nicht normal. Warum macht man das so? Warum? Also das hört sich auch gruselig an, wenn die andrehen, ne? Und dann, oh, Herrschaft. Du kannst ja überall die Hand hier abreißen und den Arm oder so. Vor allem hier die Stütze. Also wenn da was gelb-schwarzes draufgeklebt ist, ist es ultra eng. Der Rest ist einfach nur eng. Und guck dir das doch mal an hier. Alter, das geht ja gar nicht. Und warum fährt das wieder so lang? Und wer hat das überhaupt zu verantworten? Dafür machen wir das! Ich weiß nicht, in welchem Chase wir sitzen, weil Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien, Frankreich, Deutschland und was haben wir? Ah, geil. Man weiß auch nicht, ist das Nebel oder sind das diese Reibräder, die gerade in Flammen aufgehen? Oh. Herrschaftszeiten. Wir hatten Italien. Ich muss mal kurz korrigieren. Slowenien ist nicht Slowenien, sondern Russland. Spaß mit Flaggen. Oh, Heftikus, Alter. Ach der TGV ICE. Ja, so fährt's auch. Als ob du hinten dran hängst am TGV. Heidewitzka, ey. Ja, Olympien eben direkt. Da ist Apollo 13. Das ist ja eine süße Berg- und Talbahn. So Single, also so ja, Einzelsitze. Und da wird aber irgendwie, die haben auch Bälle, da sind Körbe in der Mitte. Es geht auch gleich los. Da gehen wir doch mal gucken, Leute. Loch Ness gar, natürlich. Aber unten steht Loch Ness. Ja, da steht Loch Ness. Loch Ness, Loch Ness gar. Natürlich gibt es auch einen Avengers Scheibenwischer vor dem neuen Peters-Karussell. Fährt mit. Warum sind die Blumen außen auch noch mal dran? Jetzt müssen wir euch gleich zeigen. Jetzt geht es erstmal hier los.
Das ist ja mal ein witziges Spiel und eine witzige Attraktion. Das finde ich cool. Fast so cool wie die Blinkies in den Mäulern von den Drachen. Ja, das Schwanenkarussell ist ganz hübsch. Jetzt dreht sich leider das Seekast-Karussell nicht mehr, weil die Blumen hier außen, die drehen sich mit. Also die Plastikpaletten mit Kabelbinder zusammen zu fixen als Performance-Floor vorm Ride finde ich auch spannend. Sehr spannend. Ist das ein Flamejet direkt hier vorne? Warum? Das ist nicht gut, glaube ich, oder? Okay, das habe ich noch nie gesehen. Die haben Wasserfontänen im Boden und die gehen dann hoch. Wie witzig ist das denn? Das ist ja Becherspiel 2.0 quasi. Ich interpretiere da eine andere Bewegung rein. Ja, Leute, Geisterbahn, warte, wie heißt sie nochmal? Magic House. Das war sehr magisch, weil da hat jemand wirklich was richtig Schlechtes zusammengezaubert. Aber es war ruhig. Es war heiß, aber ruhig. Stimmt, wie heiß, ne? Wenn es mal richtig warm draußen ist. Ja, dann gute Nacht, Marie, ey. Gut, was haben wir eigentlich bezahlt dafür? 80 tschechische Kronen. Herzlichen Glückwunsch. So, Funhouse, Schiffschaukel. Ja, ihr kennt das Spiel. Was auf der Kirmes besser als ein Breakdance? Genau, 2 Breakdance. Geil ist aber, dass die Figur in der Mitte offensichtlich 90s trägt, so wie die aussehen. In der coolen Farbe sogar. Würde ich nehmen. So eine kleine Rutsche. Die Wohnwagen stehen auch halb auf dem Platz. Eieiei. Die gerade die ganze Zeit hart am Pushen war und das echt anstrengend war. Und als es dann lief, diese Spaß hatte, voll gut. Ja, Autoscooter. Ich glaube, wir müssen, das ist auch ein bisschen mies. Das ist so ein kleiner Stich rein oder das sind die Achterbahn, die große. Müssen wir jetzt mal gucken. Das Swiss Wheel steht so halb noch hier. Wie witzig. Gut, warte, wir machen erstmal die Ecke, weil das geht hier gerade zu Ende. Der King of Kings ist nämlich auch hier. Dann klassisch gibt es noch einen Slingshot und das Swiss Wheel wird gerade abgebaut. Eine Ecke raus dann aus dem, wie bei dem Apfel. Hier ist dann halt auf dem Boden, der sonst halt markiert, wo wir bis jetzt gelaufen sind. Und hier ist so nur Schotter oder Kieselsteine. Da hat man zwar Teppiche drauf gelegt, aber das bringt halt so auch nicht mehr viel gerade. Ja, der Platz läuft schon ein bisschen, aber das muss ja wieder in Ordnung bringen. Guck mal bitte, ey. So, ja, ist das jetzt noch mal so ein Stich oder?
Wir gehen jetzt, glaube ich, mal hier kurz rein. Weil hier ist auf jeden Fall noch ein zweiter Scheibenwischer. Wir sind nicht weit gegangen, haben den zweiten Scheibenwischer. Der hat aber das komplette Konrad Partykeller Starterpaket gekauft und sich vor den Scheibenwischer gehangen. Ich finde es aber krass, dass das alles für draußen ist. Ja. Aquadrom hat natürlich findet Nemo einen Backprint und beim Twister kannst du selber an der Kurbel drehen und also wahrscheinlich du drehst die Gondel um die mittlere Stange, die ist fix, aber an der kannst du schalten und dich drum herum drehen. Einfach mal Schlümpfe auf Tschechisch. Also Schlümpfe-Musik ist ja schon weird, aber das auf Tschechisch noch wieder. Oder Vorsicht. Also ich weiß nicht, ob wir ansatzweise richtig laufen, aber ich sehe eine große Achterbahn. Ich glaube, dann gehen wir, aber ja, das muss doch. Geht das so? Geht ja auch hier. Nee. Nee, wir müssen, glaube ich, so rum weiter. Wir gehen lieber so rum weiter. Dann finden wir den Weg auch. Ah, Pivo, mein Freund, ey, das ist hier wirklich, das wird sehr schön präsentiert, aber Wenn du hier lang gehst, musst du aufpassen, dass du nicht im Fahrgeschäft rennst. Wie geil ist das denn? Diese Berg- und Talbahn-Geschichte mit dem Bälle werfen gibt's noch mal. Ich stell dir mal vor, du bist hier wirklich Pivo-mäßig unterwegs, ey. Da denkst du, du warst schon überall, weil es gibt auch noch einen dritten Breakdance. Da ist noch eine Achterbahn. Sehr gut. Noch ein Simulator und noch mit Geisterbahn. Ach komm, hör auf. Ach komm. Was ist denn hier? Hahaha. Ist das, wie heißt das denn? Joker. Es heißt Joker. Natürlich Mercedes-Benz und BMW-Gondeln auf Breakdance. Gut, die Geisterbahn steht neben einem Ferrari-Simulator. Ist sehr klein. Gut. Ghost House. Also von außen ist die schon irgendwie cool. Ja, irgendwie klassisch. Ja, gefällt mir auch. Aber wie wär's mit dem Frozen Ice Age Coaster, der Ice Ride heißt? Den machen wir zuerst, ne? Der Film hat eine ähnliche Achterbahn sind wir von einem ungarischen Schausteller in Slowenien gefahren. Und dazu kam jetzt die Tage nochmal ein Short oder ein Reel oder whatever online. Und dann hat sich einer beschwert, dass das ja kein Launch Coaster wäre. Das ist ein Launch Coaster. Du wirst hier Reibrad-Launch-mäßig abgehen. Das sind zwar nur 2 Reibräder, aber die reichen für die ganze Runde. Das ist rein faktisch und technisch ist es ein Launch Coaster. Dass das jetzt nicht so 1:1 ist wie Taron, okay, aber Multi-Launch Coaster ist Multi-Launch Coaster. Aber was erwartet ihr auch, so 2 High-Up-Pies, die nach Tschechien fahren, um rumpelige Kirmes-Achterbahnen zu drehen? Und wir haben so viel Spaß dabei. Geisterbahn gegenüber machen wir jetzt auch und sitzen Business Class. Also so viel Beinfreiheit habe ich noch nie gehabt.
richtig gute Geisterbahn. Also klar gibt es so... Ach du Heilige, das ist doch lebensgefährlich. Das ist hier... Das geht doch nicht. Das geht doch so nicht. Ja, sehr gute Ansätze. Stimmung, wie das am Anfang erstmal dunkel wird und wirklich richtig dunkel wird mit der Musik, die dabei läuft. Sehr cool, die Scares cool eingesetzt und ja, dann verliert es sich so ein bisschen und dann wird es aber wieder richtig cool. Da war noch irgendwie ein Beamer, der lief aber nicht, den habe ich gesehen. Und die schwarzen Lappen finde ich total unnötig. Das braucht es gar nicht, die stören einfach nur und die haben auch ein bisschen was von Scares und Effekten weggenommen. Aber im Gesamten, also der Ansatz und auch allgemein ist echt gut. Kann man mal machen. Also wenn man da fein schlifft, da ist da richtig viel Potenzial. Das hat sich gelohnt. Hat auch wieder 100 gekostet, ne? Pro Person. Selbstverständlich gibt es einen weiteren Autoscooter. Noch selbstverständlicher laufen wir gerade auf den dritten Scheibenwischer zu. Ja, über den lässt sich nichts Lustiges sagen. Der ist schick, bombastic. Aeronaut, habt ihr schon mal gesehen, ne? Steht hier. Das sieht irgendwie total deplatziert aus. Und Big Splash, Reisewasserbahn, ist aber auch gefühlt schon auf dem Weg. Läuft aber noch. Von dem Geschäft euch die Preise mitzugeben, bringt ja nicht viel, wollt ihr ja auch gar nicht oder wollt ihr schon. Ihr seid euch, also wenn wir es machen, schreiben die, die es nicht wollen, dass sie es nicht wollen. Wenn wir es nicht machen, schreiben die, die es wollen, dass sie es wollen. Deswegen weiß ich nicht, was will denn jetzt wer? Die Hälfte sagen. Die Hälfte der Preise Ja, sagen. halber Preis. Ja, genau. Aber vielleicht interessanterweise, Aeronaut nimmt hier in Prag 200 Kronen für die Fahrt. Witzigerweise auch, ist so, ja, weißt du, beim Rekommandieren so, ist es ja einfach so auch so eine Art Automatismus. Es ist schon witzig, denn in Prag und tschüss. Also hier viel Freifläche. Da sind, wie gesagt, schon einige abgereist. Eine niederländische Achterbahn. Achterbahn heißt das. Oh, Boskörnis der Blue. So ein Scania Dreiachser ist schon was Feines, ne? Suchmaschine. Ich weiß zwar nicht, warum man die Giga Space Cap braucht, aber ja. Also für uns war das jetzt kein Problem oder kein Grund, jetzt nicht hier hinzukommen, weil den Count hatten wir. Und klar wäre das schöner gewesen, mehr zu zeigen. Aber es ist so auch mega spannend und interessant, einfach mal die Kirmes hier zu besuchen, die ja auch super bekannt ist bei vielen Leuten hier in Prag. Also bei vielen Leuten bei uns, die hier, ach egal. Guckt Airborne. Airborne zum Beispiel 250 Kronen. Ja, das teuerste, was wir bis jetzt gesehen haben. Snow-Dingenskirchen hier haben wir doch auch schon in Frankreich oder so, ich weiß nicht, oder Belgien gesehen. Und es ist ähnlich, man weiß es nicht. Der auf dem Platz stand, wo an dem Baum die Box befestigt war? Weiß ich Der nicht. daneben Ja, stand, ja. weißt du? Aber kann sein, so viel Laser und wo wir jetzt wieder drin hängen, könnte das sein. Wo das war, weiß ich nicht mehr, aber Frankreich. ja, wahrscheinlich. Heißt by the way Snowjet. Mit nicht? Maiskolben. Ja, bestimmt. Ich habe das Maiskolben abgeknabbert noch nie verstanden. Maiskolben. Ist auch viel zu süß, ey, so ein Maiskolben. Ja, mach doch noch eine Zuckerwatte, das reicht noch nicht. Also, neben Technobauer. Hier mit Best XXL Exclusive. Habe ich das richtig? Weiß ich nicht. Schaukel. Kommt ja jedes Jahr 30 neue und die sind alle die krassesten neuen der Welt und gab es so noch nie. Oh, die Würstchen hier überall, ne? Aber ich weiß genau, das geht nicht. Ich brauche ein Klo. Sofort auf Klo müssen. Wie heißt das nochmal? Dumping? Nee, nicht Dumping. Ja, doch. Ja, das ist Dumping sein Vater. Boxing weg. $742. Ist das gut? Ich hatte schon mal was mit 900, aber... Sind die geeicht? Ja, sind Boxautomaten geeicht. Autoscooter, ein weiterer mit viel Backdrop. Cool, aber keine Lampen außer ein paar Neonröhren in der Decke.
gerade Autoscooter ist doch der mobile Club. Ja, ein Herzchen. Lebkuchenherz. Uiuiui, da vorne ist ein Enterprise. Wer hat's gebaut? Man weiß es noch nicht. Dumbo-Flieger kennen wir ja auch alle schon. Der Tscheche schießt wohl gerne. Der Tscheche schießt, sag das mal schnell hintereinander. Der Tscheche schießt wohl gerne. Der Tscheche schießt wohl gerne. Der Tscheche schießt wohl gerne. Jetzt ihr. Wenn einer weiß, wer das gebaut hat, Super Cinema Vision Rama 2000. 11 Minuten Sensation und Adrenalin. Na gut, ich finde die 180 Grad, aber da sind nur 10 Minuten Sensation. Uschi. Oben sind 11 Minuten Sensation, aber unten, Straßenreiter, sind nur 10 Minuten Sensation. Oh nein! Das müssen wir testen. Eins in den Chat, wenn wir das testen. So. Und wenn einer weiß, wer diese Enterprise verbrochen hat, auch gerne mal informieren. Die Kasse ist auch gleich weg. Schwierig, dass man von allen Seiten in den Breakdance Enterprise einfach reinlaufen kann. Als ob der Operator das überblicken kann, dass da keiner reinrennt, wenn das alles... Aber guck mal, hier, die Klimatisierung. Mr. Spock. Das ist natürlich Raumschiff Enterprise. Das passt ja. Wo bist du eigentlich geografisch in der Sprache gerade noch angesiedelt? Ist mir egal. Also ein Calypso ist ja was anderes. Aber der Megadance sieht interessant aus. Fahr das mal, damit sich das bewegt. Nee. Komm schon. Gegenüber von einem weiteren Autoscooter befindet sich eine riesige Hüpfburgenwelt. Ja, und dieser Megadance, wo jetzt keiner weiß, wie das aussieht, wenn sich das bewegt. Vielleicht können wir das noch nachreichen. Wir sind aber wenige Meter von der Achterbahn Cyclone entfernt, die wir dann noch fahren wollen. Und Magic Show ist dann gegenüber von auch noch mal ein Funhouse. Wir hätten da auch... Bist du sicher, dass das keine Geisterbahn ist? Es ist sehr bunt für eine Geisterbahn. Hier kann man auch Autos kaufen. Verblasste. Ja. Ich glaube, man hätte auch hier durchgekonnt, doch. Nun ja. Da bildet also Großachterbahn mit Großschlange. Nun gut. Gehen wir mal zur Kasse. Ja. Boah. Da hat aber jetzt reingehauen, Ja, ey. schon, ne? War auf jeden Fall schnell und irgendwie auch intensiv. Boah, mit Kopf, ey. Okay, bam, 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 bam.
euch hier zeigen können und oder wollen. Crazy Platz, coole Kirmes, vieles anders, vieles gleich. Hat richtig Bock gemacht, hat sich gelohnt, hier rumzukommen, sich das Ganze anzugucken. Aber wie will man sagen, egal wo du hinfährst, voll viele Geschäfte kennt man schon aus zig Videos. Selbst in Prag sind ja jetzt die Sachen, die bei uns um die Kirchturmspitze immer fahren. Ansonsten war das wirklich sehr erquickend und mal was anderes und was Neues. Wir hatten unseren Spaß, hoffentlich hattet ihr auch ein bisschen Unterhaltung und morgen um 18 Uhr geht das weiter mit einem neuen Video hier auf dem Ride Video YouTube-Kanal.